Mahlzeit, herzlich willkommen beim Videomagazin und einem neuen Video unsererseits. Morgen. Hier ist unser Zimmer. Wir haben hier schlau, wie der Bro ist, dieses Ding vorgemacht, damit die nicht zufällt. Und da haben wir schon gepackt. Pizza zum Frühstück, Kühlbox, ungemachtes Bett. Wir gehen. Das ist schwer? Ist nur unhandlich. Nee, das ist schwer. Darf ich mal reingucken? Wo rein? In die Kühlbox. Das ist egal. Macht ihr, was ihr wollt. Mmh. 3 Bier für die Männer von Segel. Voll die Theke. Das ist die richtige Steckdose hin. Nicht wie bei uns. Da. Wir sind in den USA unterwegs. Ich sitze hier bei einem GMC und wir fahren mal wieder durch die Gegend. Wir sind gerade noch in Anaheim. Das habt ihr in den letzten 2 Vlogs der 360-Grad-Tour gesehen, was wir hier gemacht haben. Es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass hier das Original Disneyland steht und dass wir Disney's California Adventure gemacht haben. Und wir haben auf dieser 360-Grad-Tour einmal um den ganzen Globus herum ja auch bereits 2 Universal-Freizeitparks besucht. Das bedeutet logischerweise, dass wir jetzt den 3. besuchen. Es sind nicht alle 5 in einer Reihe. Es fehlten noch 2. Wir hätten dafür noch nach Japan gemusst und Orlando hätten wir als auch noch zum 100. Mal machen müssen. Da fahren wir jetzt nicht noch mal vorbei. Aber Universal Hollywood Studios, Universal Hollywood Studios, oder? Universal Hollywood, man weiß es nicht. In Hollywood. Universal Studios Hollywood. Da fahren wir jetzt hin. Die sind in Hollywood. Das sind wirklich Studios. Da ist aber auch ein Freizeitpark mit Attraktionen. Die machen wir heute jetzt hier mit euch. Gestern hatten wir 55 Minuten, die wir gebraucht hätten. Gestern Abend, als wir geguckt haben. Es war nicht spät abends, als wir geguckt haben. Wir haben relativ früh geguckt. Aber jetzt brauchen wir 1 Stunde 23. Auch kein Problem. Wir sind ein bisschen früher los. Das machen wir jetzt. Verlieren zwar wieder Zeit zwischendurch, weil es dann von Orange auf Rot, von Rot auf Dunkelrot und so weiter geht. Aber meine Güte, das bringt ja auch alles nichts, sich jetzt aufzuregen. Und wir sehen uns gleich. Vielleicht gibt es das eine oder andere interessante Bild noch von den Straßen in Kalifornien. Package, sign my deal, I pay my dues, affiliated to this paper. I need freedom for my family line. Draw my life design up like fine art. I'm jumping off just an unfamiliar coordinate. Topped off the porch like I could touch the sky. Red is not one trillion. The ism talk the water out your faucet. Look at me flossing. I'm so wavy, I could change the tide. My intuition sense the hatred in your ways. You imitated, forging lines, claim meaning means that's just to justify. Yeah, right. West side, born maritime. Creole baby, my bloodline. My lungs clouded, my thoughts crowded. Say all I see is these dollar signs. Finna make a play and that sound delay. On mamas, I testify. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Game recognized game. I'm from the Bay, okay, I'm versatile and my slang was different. I'm lane switching with the same people that I came up in this thing with. My head swivel, I'm homebound. Got a target back on my backside. Took a cat peeling with the cast iron. Better run for it, run before I catch you. Niggas out ball it, block it. Trying to stop my blessing. Gamble with your life. Don't bet it, don't bet it. They can't stop my blessing. You do best not to test it. Yeah, you right. Real all in my blood
supply. Get ball up top, finna make a play. I catch a lob like I'm Jalen, baby. No co-signer, no co-pilot. They pen pals, my flow designer. My brain signal out of range with it. My palm mission is a dollar sign. So, wir sind jetzt nach... oh ja, komm, ist egal. Auf jeden Fall angekommen, ihr habt das Hollywood-Sign gesehen. Wir übrigens auch in weiter Ferne, aber wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen. Und sind jetzt bei Universal zum Parken. Ich habe noch keine Ahnung, was es kostet, aber es wird schon darum gebeten, bereit zu sein, das zu bezahlen. Ich würde vielleicht den Preis dazu schreiben. Das wird es einfacher machen. Es ist hier ein kleiner Parkstau. Auch spannend bei so vielen Lanes, dass das irgendwie so lange dauert. Und hier konnten wir natürlich jetzt nicht hinlaufen. Und wir sind jetzt mitten in Hollywood. Twice and I meant it right. My brain signal out of range with it. My palm mission is a dollar sign. No co-signer, no co-pilot. They pen pals, my flow designer. My brain signal out of range with it. My palm mission is a dollar sign. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Run for it, run for it, run. I'm out here paper chasing, looking for the funds. Run for it. Jo, wir haben das Fahrzeug abgestellt im Parkhaus. Für uns, also vor uns wurde eine neue Lane aufgemacht, weil die beim Einparken alle nicht vorangekommen sind. Ja, schlappe $40 kostet das Parken hier. Und jetzt sind wir beim City Walk. Und das ist so die vorgelagerte Unterhaltungsstraße, die zu einem richtigen Universal Park auf jeden Fall dazugehört. Mit Restaurants, Bars, Shopping und Entertainment, Kino und so weiter und so fort. Und wenn wir die hinter uns gelassen haben, oder den City Walk, dann sind wir gleich auch mal im Park. So Leute, wir sind im Park und hier an der Stelle vielen lieben Dank an Universal. Die haben uns nämlich hier eingeladen und wir können machen und tun, was wir wollen und sagen, was wir wollen und nehmen euch einfach mal ein bisschen mit durch den Freizeitpark. Ihr habt ja auch die letzten Videos hier über Universal gesehen. Hallo. Und Wartezeiten waren gestern, wo wir immer geguckt haben, sehr human. Heute haben wir Expresspässe, also einmal Expresspässe. Wir können jede Attraktion einmal direkt fahren und haben dadurch mehr die Möglichkeit, euch zu zeigen, was es denn so alles gibt und was man so alles hier machen kann. Haben wir jetzt heute Fast and Furious Hollywood Drift? Ich klaue den Skyline. Nein, haben wir nicht. So, ich habe heute mal im Park geparkt und habe meinen Skyline mal kurz hier hingestellt, den ich sonst Paul Walker geliehen habe. Das ist schon einfach das geilste Auto, was man haben kann. Wir sind jetzt kurz hier vor der Attraktion Fast and Furious Supercharged. Stimmt das überhaupt? Nein, Hollywood Drift Supercharged ist ja der Quatsch. Die Attraktion gibt es noch nicht. Neue Achterbahn von Intermin Amusement Rides. Haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, wo man unter anderem auch im Skyline sitzen kann. Ich glaube, ein Supra war mit auf dem Zug auch noch drauf. Haben wir schon drüber gesprochen, sprechen wir auch noch mal drüber. Wir wussten im Vorfeld, dass die Bahn noch nicht auf hat. Die wird dieses Jahr eröffnen. Bisschen schade, aber wir haben auch diese spontane Tour jetzt hierhin. Und ja, Multi-Launch-Coaster mit drehenden Gondeln, die hier oben startet und irgendwo den Berg runterfährt. Und das ist nämlich das Stichwort. Universal Studios Hollywood sind nämlich in Upper Lot und Lower Lot unterteilt. Und das ist relativ einfach zu erreichen mit Rolltreppen. Aber es sind halt zwei Ebenen, auf denen sich dieser Park befindet. Das ist eine Besonderheit. Witzigerweise ist direkt gegenüber von uns Hogsmeade, die Wizarding World of Harry Potter, wo man im Hintergrund schon das Schloss Hogwarts sehen kann. Da gehen wir heute natürlich auch noch mit euch rein. I ain't never loved the West Side. Till I met you, I was in it for the test ride. Long nights, big waves, we'll stare to hate and now we hold hands. Z4PCH, from the big city. Big dreams, a big 50. The notorious Jay-Z has stilled in me. White tees, no palm trees where I'm from. Hit the tops off, the high drones just for fun. Until 4:4, cruising Mulholland Road. Show me all the hills that you used to call home. I go ship go your mind and there I think about my flight again. Eating Subway sandwiches at 2 a.m. 좀 다르게. I've been hustling but I got time for you. 시간 따라 we could keep it moving true. LA 와서 너만 보고 싶은 주. 여기 잠깐 기다려 I'll be back here real soon. 말해봐 do or die 하지 말아줄래. Bumping ASAP cruising down the heart of LA. 햇빛 따라 불끈해서 여기 멀리 왔네. You'll be here your whole life. Think it's time for a change. You on the west side. Wake up and you laying on my bedside. Don't know any guys from the east side. Yellow how we do it out in Bedside.
you know. Think I saw you on the west side. Wake up and you laying on my bedside. Don't know any guys from the east side. Get low, how we do it at the bedside. You living in my songs. 가사를 써도 너 있어. Hooked on all your flaws. LA 와서 너만 신경 써. I never wanted to intrude. Und wir überlegen gerade, was wir als erstes eigentlich machen wollen. Wir sind noch komplett lost, aber das ist so beeindruckend schon, wenn du hier hinkommst und hier stehen einfach diese 2 Autos, die glaube ich aber auch echt aus den Filmen sind. Bah, schön. Schöne Ding. And you my latest inspo when I'm up past 2. I think of you like fast food. Scrolling through the grand, no more saying I kinda June. You don't play games, that's true. Think about the same things, that's proof. Don't really drink though, and that's cool. Ein Thema, was nie langweilig wird, sind meiner Meinung nach auf jeden Fall die Simpsons. Und wir sind bei den Simpsons jetzt, Krusty Land, The Simpsons Ride. Und hier einmal den Blick drauf. Eine Attraktion, die für mich persönlich, also mich immer sehr stark an Galaxy aus dem Phantasialand erinnert, vom Gesamtaufbau der Fahrt, des Ride-Systems und Ähnlichem. Und da geht's jetzt erstmal rein für uns. 가사를 써도 너 있어. Hooked on all your flaws. LA 와서 너만 신경 써. Ja Leute, irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Oldschool. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich finde aber schon allein die Pre-Shows super unterhaltsam. Das ist halt komplett der Simpsons-Humor und das auf Freizeitpark getrimmt. Das Ganze zieht sich dann bei dem sehr rasanten Ride weiter durch, der einen wirklich hart durchschüttelt. Aber man nimmt sich auch selbst auf die Schippe hier. Da war ein Signage, Pay Money to Universal, wo man durchgefahren ist. Und auch da waren die Simpsons dann zu Hause wieder auf der Couch und dann kam doch mal so ein Break, so nee, jede Attraktion muss im Shop enden, es geht noch mal weiter und dann ist die Couch die Sitzbank vom Drop of Death und man hat einen Freifallturm, der eigentlich eine Achterbahn ist und alles wild. Lustiges Abenteuer auf jeden Fall und hat einen Oldschool-Charme, Charakter und ist irgendwie doch cool, so, also wieder cool. Das war vor ein paar Jahren, fand ich es irgendwie echt aber inzwischen ist es so alt wieder, dass es wieder cool ist. Oder? Kann man, glaube ich, so sagen. So, Bart Simpson ist hier für Fotos am Start vom Quickie-Markt. Das ist halt auch schon ein dankbares Thema, weil es so viele sehr unique Spots gibt, die einen irgendwie sein Leben lang schon begleitet haben und auch cool Freizeitparktechnisch umzusetzen sind. So, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Drück den Knopf. Was hast du gemacht?
jetzt eine Attraktion, die kann man wirklich nur hier in diesen Universal Studios machen, in keinen anderen auf dieser Welt, auch nicht die wir jetzt schon besucht haben während unserer 360-Grad-Tour, und zwar die Universal Studio Tour, und die geht wirklich durch die echten Universal Studios hier in Hollywood. Und das Verrückte ist, hier wird halt wirklich gerade auch gedreht. Oben gibt es ein Schild, da steht auch, was heute wo gedreht wird, aber nicht nur, dass man jetzt hier mit so einer Studio-Tram durch die Studios fährt, ich muss mal fertig werden, sondern es gibt auch noch Attraktionen und Erlebnisse währenddessen. Das seht ihr jetzt in diesem Video, und danach reden wir vielleicht nochmal über das eine oder andere. Get comfy, be together for a while. Also, if you're traveling with very small children, like 2 years old or so, we do suggest. Das vielleicht auch noch so zwischen 60 und 70 Minuten dauert die Tour. Es gibt keinen Pipi-Stopp unterwegs und es gibt Live-Kommentar, auch passend zu dem, was dann irgendwo zu sehen ist oder wer irgendwo zu sehen ist. Also spannend auf jeden Fall, das Ganze zu machen. For the fictional fire station 51 from our television series Emergency, which shot on our property back in the 1970s. Now, that's really the real world. They really went all in on the subway theme. It's like, okay, well, we made a little seismic activity. Hopefully just a quick tremor, but you never know, so. Okay, well, you know what? This could be the big one. Everybody remain seated and hang on.
see if I can signal Officer George. Maybe he'll come over and say hi. Wait a minute, no. I was afraid of that. They caught the wrong shark. Look at the size of that dorsal fin. Oh, wow. Yeah, line broke all right. The gas line, and now there's a fire. Look, we're gonna... Hey, wait a minute. Look out, coming up on the right. Anthem 1875s. With the success of the film, it did not take the universal powers that be long to touch rain. It's flash flood time. Water gets close. Look out. And it is our... here from Harry Potter, donations from the Flintstones, got Magnum PI's Ferrari, Biff's convertible from Back to the Future, vehicles from Back to the Future 2, Whoville cars, Duesenberg from The Mummy Returns, Fast and Furious vehicles, Transformers, all kinds of good stuff. Really been building up. That's the kind of creepy set, the Bates Motel house, two of the oldest freestanding sets in all of Hollywood. Now it's built at 3/4 scale. That means on screen it's going to look farther away than it actually is. There's just one big wide open interior of rooms. Obviously up to something. What, I'm not sure. He's got the trunk open. Now he's going back inside, I guess. A motel owners convention. No, that's not it at all. Norman is just not paying attention and moving a body in full view of 132 people. This is very sloppy work. I'm a little embarrassed for myself. Norman! Oh, now Norman, we've been out here for a while. Okay, you know what? Yeah, maybe it's best we just check on out of the Bates Motel. Norman, not exactly happy to see us. Justin Chatwin. In case you were wondering, yes, this is an actual aircraft. A 747 was destroyed specifically for this incredible scene. The airplane crash site set is a perfect example of a set that is all designed around the vision that Steven had. You first, to sit down and talk. Jo, wir sind jetzt wieder zurück von der Studio-Tour. Ja, voll witzig einfach. Super viel Hintergrundinformationen. Kriegst sogar zu dem, was gerade irgendwo gedreht wird, die Trailer gezeigt. Wir haben jetzt niemanden da rumlaufen sehen, aber wir müssen ja auch mal drehen zwischendurch. Und das Ganze ist nicht nur die Studio-Tour, sondern das ist gepaart mit Elementen wie zum Beispiel Kong Island. Das kennt ihr aus Universal in Orlando. Den Immersive Tunnel. Hier ist halt nur der Immersive Tunnel Part, ohne den ganzen anderen Ride drumherum. Und wir hatten beim letzten Mal zum Beispiel nicht Jaws, das hatten wir jetzt dabei. Dafür waren wir beim letzten Mal aber bei Fast and Furious Supercharged. Das hatten wir jetzt nicht dabei. Aber es wird ja immer alles umgebaut und verändert sich und muss sich ja auch verändern, weil ja hier auch zum Drehen von Filmen Dinge verändert werden, beziehungsweise wenn Filme gedreht werden, du da nicht einfach durchfahren kannst. Und Bates Motel haben wir zum Beispiel auch gesehen und Norman Bates ist da auch unserer Tram hinterher. Auch das Set mit der abgestürzten Boeing 747 ist halt so crazy, weil es halt einfach ein echtes Flugzeug ist, was die hier reingeschmissen haben. Wortwörtlich eigentlich, damit es hier in Trümmern liegt. Also eine Attraktion, die man bei jedem Besuch bei den Universal Studios Hollywood auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und vor allem, wenn ihr noch nie hier wart, das auf jeden Fall mal machen solltet, weil es schon sehr spannend und interessant ist. Da fährt man auch runter. Wir sind jetzt wieder
Upper Lot. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier direkt noch was machen oder ob wir zum Lower Lot runterfahren. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Theoretisch könnten wir ja auch jetzt noch Harry Potter machen. Weil ich sehe hier schon einen Teil der Winkelgasse. Kann man, Winkelgasse, hört nicht auf das, was ich sage, falsch, ganz falsche Ecke. Ich meine Hogsmeade, die Straße oder ein bisschen das Dorf, das Oberedorf Hogsmeade. Das mündet übrigens am Schloss Hogwarts, das ist die Schule. Hier gibt es leider kein Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. Das hat hier nicht mehr hingepasst, weil es ist halt echt hier mitten in Hollywood und auf diesem Hügel und ja, da müssen wir leider darauf verzichten, aber Harry Potter The Forbidden Journey gibt es hier und die Achterbahn Flight of the Hippogriff gibt es auch. Klassiker, wir machen nicht das, was ich gesagt habe. Das liegt diesmal nicht an mir, sondern daran, dass The Forbidden Journey aktuell temporary closed ist. Dann gehen wir mal hier in die Illumination Area. Was wir wahrscheinlich nicht machen, ist Kung Fu Panda. Das ist ein 4D-Kino. Wenn man das noch nicht kennt, ist das gut. Wenn man schon mal gesehen hat, holt das einen, kann das einen natürlich immer noch abholen, aber mich jetzt nicht. Das ist schon crazy alles aufgezogen hier, ne? Hier nicht irgendwie mal so ein Monsters, immer Maze. Nee, den Zombies, was es mal im Moviepark gab, wie heißt das? Evil, Don't Dead, Walking Dead. Don't Dead, Open Inside. Walking Dead gab es hier irgendwie mal. Natürlich gibt es dann auch Minions bzw. Despicable Me, Minion Mayhem, wo ihr ein Simulator, Schrägstrich 4D-Kino habt, in dem ihr zu Minions werdet, verwandelt werdet. Habe ich bei dieser Tour, auf der wir jetzt gerade sind, sehr ausführlich darüber gesprochen, als wir in Singapur bei Universal waren vor ein paar Tagen noch und diese Attraktion gemacht haben. Falls euch das auch interessieren sollte. Ich weiß gar nicht, da ist es. Look at babies on your shirt. It's one of my kids. It's one of my little kids, one of my little dragon babies on your shirt. Love it. How do you guys know each other? Für uns neu hier hinter mir The Secret Life of Pets, ein neuer Dark Ride, den wir noch nicht gefahren sind. Ich kenne das nur, weil, ich glaube Moritz war es, Grüße gehen raus, einen On-Ride mitgebracht hat. Und wie geil ist eigentlich, dass hier einfach ein Dark Ride hier in dieser kleinen Straße ist. Und überhaupt ist es ein Dark Ride, ich hab Bock. Get you adopted. People do not like to have their stuff cheap. Listen and learn, puppies. Look, we gotta find you guys a family while you're still puppies. We got a ticking clock, and you're not getting any cute. Luckily for you puppies, there's an adoption event happening right now at the pet store just a few blocks away. But we gotta hurry. Super nice, don't get me wrong, but we can't possibly take in all of them. Oh, you're right. Good. We'll just keep a few. Hey, I'll tell you what. Why don't you live down there? Now pay attention, you rookies. Today, I'm going to tell you about Myron Drummond. And just remember, whatever happens, don't forget about it. Hey! Don't eat anything weird off the sidewalk. Check out my one
will raise automatically. Ja, das war doch mal süß. Cooles Ding. Gibt es eigentlich mehr als nur einen Teil? Wir haben glaube ich nur den ersten Teil mal gesehen von Pets, oder? Ich glaube, es gibt auch 2. Ja, ne, ich meine auch. Aber es war cool. Viele Animatronics, jetzt keine High-Res, wir sind bei Epic, sondern aber coole. Wir sitzen in so einem Pizza-Pappkarton. Das ist das Fahrzeug mit ein bisschen übertrieben Lab-Bars, finde ich jetzt bei so einem Dark Ride. Aber das gleiche Spiel gab es ja auch schon bei Yoshi. Aber sonst echt coole große Szenen. Mix aus Animatronics und Screens, der schlau, sinnvoll genutzt wurde. Ein paar Special Effects. Cooler Ride, gefällt mir. Vor allem, dass sowas noch neu gemacht wird. Das finde ich sehr schön. Das freut mich. So Leute, ich setze mich mal kurz für euch hier hin. Das ist ein bisschen doof gerade mit der Tasche, aber das ist ja, auch mit dem Arm ist gerade ein bisschen doof. So sitzt ihr bei Harry Potter and the Forbidden Journey, wenn die Attraktion aufhat, die immer noch delayed ist und sich hier hinter mir im Schloss befindet. Aber wir haben gerade Glück, hier ist so wenig los, dass man einfach den Testsitz mal zeigen kann, ohne dass hier Kinder drin spielen. Und da habt ihr beim Ride selber nicht nur zwei, sondern 4 Plätze nebeneinander. Ich sag's und da kommen sie. Die kommen gerade vom Achterbahnfahren und müssen sich jetzt da reinsetzen. Und das ist ja unfassbar wieder. Das macht mich einfach fertig. Aber jetzt ist gerade der Bügel unten, dann sieht man auch mal, dass hier noch so ein Deckelchen drauf ist, weil euer Sichtfeld so ein bisschen eingeschränkt werden muss, wenn ihr das Ganze fahrt. Wollen wir mal ein bisschen hier weiter lang gehen? Ach, mein Cocktail stehen. Du kannst dich auch hier komplett an den Strawdown bedienen. Hier ist auch noch der Testsitz dann für Flight of the Hippogriff. Welcher ist es? Ist das der eine letzte von Vekoma oder der eine letzte, der eine einzige eigentlich? Lauf doch noch näher an mir vorbei. Ist ja in Orlando der von Vekoma. Wir haben uns was zu trinken geholt. Danke Kalifornien, Pappstrohhalme. Was auch stark ist, ihr könnt euch Zauberstäbe kaufen und es gibt inzwischen so eine unfassbar große Auswahl, dass wir selbst die nicht jetzt zeigen können, weil trotzdem alle sich noch versuchen, da einen zu picken. Und dann gibt es eine Map dazu und dann jetzt kann man hier mal kurz gucken. Also das ist schon crazy, also wie schwer der auch ist. Wow, kannst du gerne deinen Namen eingravieren lassen, kannst du hier bei ganz Your Name. Albus Dumbledore. Aber es ist nicht der Elderstab. Der wäre ja Professor Dumbledore. Das ist der Elderstab. Da habe ich doch von euch auch einen aus der Community bekommen, selbst gebauten. Der ist sehr identisch. Das ist sehr geil. Bellatrix hat echt einen Hau weg mit so einem krummen Ding hier. Was denn? Aber mit so einem Stand ist das natürlich auch ziemlich cool. Und auch dieses Ludolfische System, um die Kartons zu lagern, ist sehr nice. Ja, die sind schon echt cool, ne? Und also es ist auch super cool, dass du die hier einfach mal alle so in die Hand nehmen kannst. Den von Waldi.
Genau, und dann gibt es da eine Map dazu und dann kannst du hier rumlaufen und an verschiedenen Fenstern zaubern. Und dann passieren Dinge. Und hier auch Hogsmeade, wie crazy das aussieht, wenn man hier die Straße runter guckt. Und es ist gerade super angenehm, nicht nur, dass wir ein traumhaftes Wetter haben, mit blauem Himmel, ein paar Wölkchen drin. Es ist ein kühler Wind, trotzdem ist es warm und die Sonne scheint. Sondern es ist auch, du kannst hier ganz lang laufen. Wenn ihr denkt, das ist gerade hier voll. Nein. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, es gibt sogar Boden in den Hogsmeade-Themen oder den Wizarding World of Harry Potter-Themenbereichen. Das ist ja verrückt, weil ich kenne das nicht mit Boden, sondern nur mit Menschenmassen. Und verschiedene Shops. Ihr könnt natürlich auch Butterbier trinken und ja, Süßigkeiten, Schokofrösche, Bertie Bobs Bohnen. Ihr könnt in den 3 Besen essen gehen. Auch ein richtig crazy Restaurant. Und ja, ganz viele kleine Sachen entdecken, die in den Fenstern passieren, wie Zauberer-Schachfiguren oder ich weiß nicht was alles. Das müsst ihr auch so ein bisschen selber dann entdecken und erkunden. Und das ist The Wizarding World of Harry Potter hier in den Universal Studios Hollywood. Und ich habe gehört, wir fahren jetzt Flight of the Hippogriff. themselves under Hogwarts. Yes, just then, the next great lesson to keep Listen Hogwarts history into a few short hours. Enjoy your... Your journey is about to start. Wir sind jetzt gerade Harry Potter gefahren. Dann geh weg. Ich will nie was sagen. Und wir sind Harry Potter The Forbidden Journey gefahren. Und richtig coole Attraktion mit einem KUKA-Arm, wo dann die 4 Gondeln dran hängen und so durch die Gegend fährt. Aber die Warteschlange ist schon allein richtig beeindruckend. Ihr lauft in Hogwarts quasi das Treppenhaus hoch, wo die ganzen Bilder an den Wänden hängen, die sich bewegen können. Dumbledores Büro wird besucht, man sieht den sprechenden Hut und so weiter und so fort. Und ja, dann gibt es halt ein wildes Abenteuer rund um die Welt von Harry Potter und Co. Und eine Mischung aus Screens und echten Kulissen und Animatronics. Ich glaube, der Grund, warum wir etwas später heute aufgemacht haben, ist, dass die Hälfte der Dementoren irgendwie heute Wochenende hat und nicht da ist, beziehungsweise keinen Turn hat, uns die Seelen mit dem Kuss auszusaugen. Und trotzdem cooler Ride, hat richtig Spaß gemacht, schon lange nicht mehr gefahren, muss man auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr eure kleinen Kisten hier nicht mitnehmen, sondern müsst hier zu den Lockern. Da scannt ihr euer Ticket, dann geht der kleine Locker auf, ganz klein, also ein Rucksack passt da nicht rein. Geht ein kleines Fächlein auf, da könnt ihr dann alles reinpacken, auch hier so eine Täschchen, die da drunter sind. Und das für die Zeit quasi, wie auch gerade so die Wartezeit ist, daran ist das so ein bisschen angepasst. Plus natürlich, ihr kommt da jetzt nicht drüber. Und nach dem Ride haltet ihr euer Ticket wieder dran und dann geht das Ganze wieder auf und dann könnt ihr eure Sachen wieder rausnehmen. Ist for free. Muss aber so zeitlich reglementiert sein, weil ein bisschen viele Leute werden das, wenn die alle ihr Zeug dafür immer drin lassen. Oder wie der eine, der gerade für die ganze Gruppe, die nicht hier ist, die nichts da rein tut, alle Tickets gescannt hat und alle locker aufgehen. Also heute sind sehr viele wieder sehr unfähig. Nicht nur er, auch viele andere. Und die haben auch ihr Kopf da vorne abgegeben, wo das Ticket gescannt wurde, um reinzukommen. Wir fahren jetzt runter zum Lauerlot und da machen wir noch ein paar Attraktionen. Waterworld, wir haben eine Show geguckt, weil wir gerade überlegt haben, ob wir nach unten fahren und dann war es so eine Viertelstunde, 10 Minuten, bevor die Show angefangen hat.
his head off. Oh, they're just kicking our butts. Are you all right? Light show. Waterworld Stuntshow, Wasserstuntshow, Alter, wie viel Pyro kann man in eine Show reinpacken? Action, ohne viel Blabla, trotzdem ein bisschen Story. Und wenn du in der Soak Zone sitzt, dann musst du dir darüber klar sein, dass die Soak Zone auch meint, dass du gesaugt wirst. Und das nicht nur bei ein bisschen, hier ist der Cast, das ist ja cool. Das haben sie mich gerade auch gesagt, dass das nämlich hier alles auch Schauspieler und ähnliches sind, Stuntleute und Schauspieler, die man kennt. Und woher man die kennt, ist ja auch logisch, die sind ja vor Ort. Wir sind in Hollywood. Und das ist halt echt cool. Und ja, also das Finale, also nicht das Finale, bevor das Finale kommt, das Flugzeug allein, das macht einen fertig. Das ist so ein geiler Effekt. Das ist so crazy. Es hat der Jetski, der durch die Wand geflogen kommt, der hat gefehlt, aber sonst krass. Also wirklich tolle Show, die kurzweilig ist, die auch gar nicht so lang geht, aber richtig Action bietet und da gut was abgeht. Auch das Empfehlung mitnehmen, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr alles gemacht habt, was ihr machen wollt. Sollte man auf jeden Fall Waterworld nicht auslassen. Ist eine coole Show.
Revenge of the Mummy. Das sind wir jetzt zweimal gefahren und was eine coole Achterbahn einfach. Indoor Rollercoaster, High-Speed Rollercoaster und anders als die beiden anderen Mummies, vor allem die wir jetzt zuletzt gefahren sind, das habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass die so anders ist. Nicht nur von der ganzen Dark Ride Sektion, Pre-Show, also nicht Pre-Show, aber wenn du schon drin sitzt, was da alles passiert, bevor die Achterbahnfahrt losgeht, sondern die Fahrt an sich ist auch komplett anders. Aber ein gelaunchter Coaster, der auch rückwärts fährt, richtig, richtig stark. Und wenn wir direkt zweimal nacheinander fahren, das spricht, glaube ich, für den Bahn, dass wir da richtig Bock drauf haben. Und auch hier die Locker vorher. Wir gehen jetzt mal weiter, denn hier gibt es noch eine andere Attraktion, die ihr auch in den vergangenen Universal-Videos gesehen habt. Wir haben überlegt, und ich habe kurz gedacht, Transformers The Ride 3D gibt es in jedem Universal. Das wäre so die einzige Attraktion, die in allen Universal Parks ist, weil wir waren ja auch schon in allen Universal Parks auf der Welt, die es gibt. Aber dann ist uns aufgefallen, dass in Japan das, glaube ich, nicht der Fall ist. Und ich finde, dass der Eingang hier, wie er positioniert ist, fast schon cooler ist als in Orlando, obwohl in Orlando halt diese großen Transformers davor stehen. Aber so wie er hier aussieht, finde ich das ziemlich cool. Und ja, da drin gibt es wieder eine große Schlacht. Wir sind mit den Transformers unterwegs und ich glaube an euch, Freedom Fighter. Nachdem wir die Welt gerettet haben, wird es Zeit, in die Super Nintendo World zu gehen. Und ich bin sehr gespannt, denn auch das ist ein Bereich, den wir aus Japan und auch inzwischen aus Orlando schon hier bei den Videos kennen, der hier aber, glaube ich, anders ist als das, was wir kennen. Es geht schon mal nicht hoch, es ist ebenerdig schon mal rein, aber es ist nicht weniger imposant. Ich drehe euch, glaube ich, mal um. Ja, crazy, Leute. Zieht euch das einfach mal rein. Hier ist die Super Nintendo World. Und der Unterschied ist einfach mal erstmal mit den Ebenen, was ich gerade schon gesagt habe. Wir kommen ja auch ebenerdig hier rein. Aber auch, dass es hier nicht Yoshi's Adventure gibt, sondern nur, in Anführungsstrichen nur, Mario Kart Bowser's Challenge. Und das ist eine Attraktion, die wir natürlich jetzt auch noch mitnehmen müssen, wenn wir noch ein paar Bilder euch aber aus dem Bereich erst gezeigt haben.
Ja, was soll ich sagen? Wir sind Mario Kart gefahren und mir persönlich ist das halt zu viel Trubel, Action, weiß ich nicht was alles auf der AR-Brille. Gepaart mit einer unfassbar guten Gestaltung der Strecke, über die man fährt, wo ich für mich denke, lass dieses Interaktive weg, lass diese Brillen weg, das Budget steckst du in 2-3 Animatronics, gerne auch mehr, vielleicht müssen es auch weniger sein und du hast ein 1A Dark Ride, meinem Empfinden nach, oder ein paar Special Effects noch dazu, weil irgendwie geht diese geile Gestaltung dieses Rides im Inneren für mich verloren durch dieses Geballer die ganze Zeit, aber vielleicht macht man dadurch den Ride auch länger, weil das ist ziemlich lang. Aber man sieht ja auch an der Warteschlange, wie gut die Gestaltung sein kann, was für ein dankbares oder was für ein cooles Thema das ist und das hier halt super gut umgesetzt wurde für meine Verhältnisse. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Zocker unter euch, der da liebend gerne reingeht, viel Spaß dran hat und da vielleicht auch ein besseres Handling hat als ich und ein bisschen affiner zu dem Ganzen ist. Nichtsdestotrotz ist das eine coole Attraktion und auch der Bereich ist, weil obwohl er ganz anders ist oder gerade weil er ganz anders ist, ziemlich cool. Du guckst nicht von oben erst runter, was halt super imposant ist, aber so ist es auch irgendwie nice. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass hier Universal Studios Hollywood allgemein so angenehm zu besuchen sind und entspannter und alles ist hier, die Wartezeiten sind human, die Bereiche sind nicht so überlaufen heute. Also das Ganze ist super angenehm auf jeden Fall für uns. So angenehm, dass wir uns jetzt abkühlen müssen und zwar bei Jurassic World. Das ist die Wasserbahn, die es hier gibt, die 2018, als wir hier waren, gerade von Jurassic Park auf Jurassic World umgestaltet wurde. Heißt, wir müssen uns jetzt Jurassic World einmal gemeinsam anschauen. Im Ride Review Shop. Marcel, was ist das für eine Farbe? Wo bekommen wir die? Das ist ja schön. Zu guter Letzt hat die Uschi sich noch, nicht zu guter Letzt, aber als letzte große Attraktion hat Uschi sich Jurassic World noch gewünscht. Und wir sind Wasserbahn gefahren. Bis auf, dass ich jetzt in einer kleinen Pfütze gesessen habe und die kleinen Biester an der Seite ein bisschen fies sind und Wasser in die Boote spritzen, ist das vom Nässegrad heißt das Wort. Eine coole Attraktion, Wasserbahn und echt crazy, große Szenerien, coole Effekte dabei auch wieder. Das Setting halt echt cool und echt gut gemacht und imposant auch, weil es sind riesige Dinosaurier, also muss das Setting auch riesig sein. Das ist es hier einfach. Und ein Dark Ride Part, der eine geile Stimmung vermittelt und zum Finale wirklich nochmal richtig viel Action im Dark Ride Part bringt und dann zum Schluss die Ausfahrt hier, wo dann das riesige Boot mit vielen Leuten rauskommt. Ein imposant aussehender Splash, der einen aber nicht komplett soakt, sondern ganz gut rauskommen lässt und vom Nässegrad her echt gut ist, vor allem passend für Kalifornien. Ich weiß aber nicht, ob man den Nässegrad variieren kann, weil das Boot wird auch sehr stark hier, wird die Geschwindigkeit reduziert. Ich kann mir vorstellen, dass man den Wasserspiegel, den kann man erhöhen, um so ein Stück. Ja. Ich möchte nicht die Sommerversion fahren. So, jetzt geht es für uns noch die 5 Rolltreppen wieder hoch, weil ich ziemlich cool finde bei Fast and Furious Hollywood Drift, dass die
Schallisolierung im gleichen Stil ist wie die Überdachung der Rolltreppe. Das passt dann ganz gut zusammen, obwohl es am ersten Blick erstmal weird aussieht. Und das ist echt krass mit den 2 Leveln, wie unterschiedlich sind und wie steil die Rolltreppen sind. Sowas finde ich richtig cool. Wer den ersten Teil gesehen hat, richtig cooles Diorama oder Nano-Scene. Das gefällt mir. Auch die sind richtig cool, aber ist noch geil. Und was ist, weißt du, so sieht das Auto aus. Nee, das ist doch nicht das Auto. Ja, glaub schon. Das soll der Supra da oben sein? Ja. Legos mit euch. Das ist der Supra. Das ist Legos Interpretation. Und warte. Wir können dann auch noch mal gucken, wie der wirklich aussieht. Warte, wo ist er denn? Der ist, aber so sieht ein Supra aus. Warte, der weiße, das ist ein Supra. Die Farbe kann man sich ja dann unten unter dem RX-7 vorstellen. Aber das... So, das war es. Universal Studios Hollywood. Die Uschi, die hat ein neues Kleid. Das ist ein Hufflepuff, ne? Das muss man wissen. Und jetzt gehst du mal durch den City Walk, vielleicht noch mal in den Main Shop oder was auch immer. Und da machen wir uns mal Richtung Auto. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu fahren heute. Eieiei, 5 Stunden am Abend, vielleicht, hoffentlich nicht zu viel. Die letzte Rolltreppe, bei Universal zumindest, oder für heute, man weiß es noch nicht, war ein lässiger Besuch bei den Universal Studios Hollywood. Und ja, wir machen es jetzt immer Richtung Auto und das haben wir hiermit erreicht. Da steht der kleine Weiße. Und ich guck mal, wie weit wir jetzt fahren müssen. Aber das Wichtigste kommt jetzt noch, Leute, das Allerwichtigste. Wer ist denn da? Kühli. Ja, das ist natürlich nicht so gedacht gewesen. Nun ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt hinpassen. Wir haben schon wieder die Bank mitbekommen. Das ist aber gleich diese... Ja. So, wir sind on the run.
ein bisschen viel, was wir zu fahren haben. Wir haben jetzt gerade einen kleinen Vorteil, dass wir so viele sind. Denn in Kalifornien, vor allem im Großraum LA, ist das halt ein Problem, dass der Individualverkehr das wortwörtlich meint und hier sehr viele alleine im Auto sitzen. Das wollte man also irgendwie, dass die Leute, du musst ja immer alle so ein bisschen anstoßen, um sich vielleicht zusammenzutun zu einer Fahrgemeinschaft, sogenannte Carpool. Und das hat man dann damit gemacht, indem man hier eine extra Spur auf dem Freeway hat, die für Fahrgemeinschaften ist. Und das bedeutet mindestens 2 Personen oder mehr, also mehr als einer. Und wir fahren hier gerade an einem riesen Stau vorbei, weil wir 2 sind und alle anderen offensichtlich hier alleine sitzen. Carpool Lane only, steht hier auch nochmal 2 or more persons per vehicle. Wir sind 2 persons in diesem Vehikel. Macht man es trotzdem und wird erwischt, $490 Strafe. Möchte man, glaube ich, auch nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht. Also, scheinbar funktioniert es, dass man erwischt wird, weil hier fährt kaum jemand. Das passiert ja nicht, wenn das egal wäre, denke ich. Und wir müssen in 1,2 Meilen irgendwie darüber, aber das wird sich jetzt zeigen. Jetzt haben wir auch bei uns hier ein bisschen Traffic. Aber wir sind auf jeden Fall, haben wir gut mal einen hier geskippt. Jo, wir sind schon ein bisschen unterwegs, es ist inzwischen dunkel geworden, aber ja, Sonnenuntergang in der Landschaft hier natürlich richtig stark und eben eine Rest-Area runtergefahren, kleine Pipi-Pause und jetzt geht es weiter und wir haben glaube ich noch so 2,5 Stunden haben wir noch. Der i5 auf jeden Fall ein kleines Autobähnchen inzwischen nur noch mit 2 Spuren und viel Verkehr gerade. Naja, wir machen das schon, das passt schon. Der kleine Sierra bringt uns hier auf jeden Fall gemütlich durch die Nacht.
einladend. Ja, sehr, oder? Ich komme nicht mit hier drauf. Das klingt nicht wie etwas, wo ich drauf stehen will. Und hier kommt lange Zeit keiner vorbei, so wie das aussieht. Alter, das ist ja echt... Nee. Was machst du? Gucken, lernen. Wenn das Leben dir einen Becher gibt, mach Zitronen rein. Nein. Wenn das Leben dir Wasser gibt, mach Suppe draus. Das haben wir in China gemacht. So ist gut? Das ist gar nicht so ein bisschen, ne? So, und jetzt testet der Kenner. Gott sei Dank. Hammer. Was hier noch? So Leute, wir sind im Hotel angekommen. Das Zimmer seht ihr jetzt. Danach sind wir jetzt gerade noch, also nach dem Einchecken und dem Zimmer eben kurz inspizieren, nochmal schnell zu In-N-Out Burger gefahren. Mua. Wichtige Sache, das mitzunehmen. Richtig, richtig gute Burger. Gibt es nicht in jedem Bundesstaat, aber in Kalifornien ist In-N-Out am Stisselmann. Falls der ein oder andere sich jetzt von euch denkt, ob wir komplett debil sind und nicht mehr Latten am Zaun haben, warum wir denn jetzt hier hochfahren Richtung San Francisco, um bald wieder runterzufahren nach Los Angeles. Das ist nicht unsere Schuld. Das liegt daran, dass die 2 Parks, die wir hier in der Region machen wollen, zu hatten, als wir gelandet sind. Also wir sind in Las Vegas ja gelandet, dann wären wir nach eigener Planung dann hier hingefahren, hätten hier die beiden Parks gemacht und dann wären wir runtergefahren Richtung LA und Anaheim. Das funktioniert aber nicht, weil die zu hatten. Und die haben jetzt am Wochenende auf, beziehungsweise hat der Park, den wir morgen machen, sogar schon an dem Freitag auf. Das ist ganz gut. Das ist nämlich jetzt quasi offiziell unser Homepark. Dazu dann mehr morgen. Und deswegen mussten wir dann jetzt hier hochjuckern, um wieder runter zu juckern, weil es in LA noch ein bisschen Zeug zu tun gibt und auch da die Tour irgendwann auch mal enden wird, mehr oder weniger. Wir werden noch einmal in einer sehr bekannten Stadt umsteigen. Dazu dann später mehr im Verlauf der 360-Grad-Tour. Wir machen den Ring auf jeden Fall voll. Ja. Also auf jeden Fall sage ich jetzt, wie es geplant ist. Wer weiß, was bis dahin noch passiert. Ansonsten sind wir jetzt endlich angekommen. Hat sich so die letzten 2 Stunden haben sich dann noch so ein bisschen gezogen, aber an sich haben wir die 6 Stunden gut gewuppt und ja, sind fertig für heute und sehen uns morgen wieder und jeden Tag um 18 Uhr mit einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal und ihr abonniert das Ganze jetzt, um das zu supporten und ich bin raus. Leute, die spielen Roof Football. Habe ich gerade erfahren, dass man dann Football auf sein Hausdach schmeißt oder so. Treffen ist schon mal gut, umrunden wir besser. Und das wird live übertragen mit Kommentatoren. Ich kann das nicht mehr. Da sitzen sie alle in ihrem Studio und es regnet. Ach Gott, bitte. America. Sich über kaltes Rührei Ketchup zu schütten, finde ich, ist eine spannende Sache. Willkommen bei Six Flags Discovery Kingdom. Das ist exklusiv für Fastpass. Und wenn das keiner hat, dann fährt halt keiner auf der Seite. Danke Six Flags. Sind wir in eine Störung reingeknallt oder was? The smoothest coaster in the park. Alles klar. So, dass ich das hier nochmal erleben darf. Bin ich bei Chili's.